herzlich willkommen zu einer kleinen Diskussion, und zwar eben, wie ihr im Titel schon lesen könnt, verdirbt der Wettkampf den Spaß am Spiel. Und davon betroffen ist natürlich nicht nur Yu-Gi-Oh!, sondern eigentlich auch jedes andere Hobby, wo man eben so einen Wettkampf halten kann. Yu-Gi-Oh! Ist aber jetzt erstmal das Beispiel, um euch eben meine Argumente näher zu bringen. Und damit starte ich auch schon die erste Diskussion nach eben diesem Kanal-Update und bringe ich erstmal die Punkte für den Wettkampf. Der Wettkampf ist offensichtlich, besonders eben bei Spielen, wo man gegeneinander spielt. Wir haben einen Gegner, den wir besiegen müssen. Das fordert das Spiel von uns. Und wer gewinnt, der ist glücklich, wer verliert, der ist normalerweise nicht so glücklich. Warum? Weil man eben zum Beispiel jetzt im Turnier nicht weiterkommt. Oder weil das Deck eben nicht so funktioniert hat, wie man eigentlich wollte. Ja, letzteres ist normal. Ich finde, beim Letzteren kann man sich mit abfinden, und wenn man ein guter Verlierer ist, dann macht es einem auch nichts aus. In der Turnierszene ist das aber anders. Da geht es normalerweise eben um etwas, um Booster Packs, um Spielmatten oder eben vielleicht sogar Preiskarten, je nachdem welches Turnier es ist. Und da tun Spieler teilweise eben alles, um eben ans Ziel zu kommen, um zu gewinnen. Unter anderem vielleicht eben cheaten. Niemand möchte gegen Cheater verlieren, also praktisch zu Unrecht. Das kommt eben dabei raus, wenn man Wettkampf spielt, um etwas spielt. Auf den Locals ist es was anderes, da wird man normalerweise nicht becheatet, weil es einfach um nichts geht, weil man einfach trainieren möchte, wie das Deck ist und so weiter. Außerdem ist man auch nicht so verbissen auf den Sieg. Und die Atmosphäre ist lockerer und macht einfach an sich mehr Spaß. Und gehen wir noch ein paar Schritte eben weiter und denken uns ein bisschen an diese Anfangszeit von Yu-Gi-Oh! Zurück. Jeder hat mal mit Yu-Gi-Oh! So richtig krass angefangen, hat sich Structures gekauft oder eben diese Starter-Decks, vielleicht sogar eben dazu schon ein paar Booster-Packs und die geöffnet und daraus eben ein Deck gebaut. Und da hat man schon eben so Karten gefunden, die richtig cool aussahen, vielleicht vom Artwork her, vom Effekt her, und die tut man dann in sein Deck rein und hofft dann eben beim nächsten Spiel, die zu ziehen und den Effekt zu aktivieren oder überhaupt die Karte mal auszuspielen. Das war damals das Wichtigste für einen, seine Lieblingskarte irgendwie aufs Feld zu bringen, egal wie schwer es ist, diese Karte zu aktivieren oder eben das Monster zu beschwören. Und ja, das war noch lustig. Ich habe einfach gesagt, ich gehe Kartenvorteil -3 oder sowas für eben meine Lieblingskarte, und dann macht es mir schon Spaß, dann ist es schon fast egal, ob ich verliere oder gewinne. Ich habe dieses Ziel erreicht und muss jetzt nicht unbedingt gewinnen. Wenn man aber in den Wettkampf einsteigt, dann ist das Ganze anders. Der pusht uns einfach immer weiter. Wir müssen unsere Decks erweitern und verbessern, wir müssen trainieren gegen die Meta-Decks, wir müssen unsere Decks sozusagen gegen das Meta aufstellen, um überhaupt mit Rogue-Decks zu gewinnen. Das geht eben Casual-Spielern so, zum Beispiel eben Spieler, die jetzt Schwarzflügel spielen. Das ist ein cooles Einsteigerdeck, aber eben im Meta ist es praktisch jetzt nicht so gut, kann man so als Beispiel nehmen. Und die sind jetzt also dazu aufgefordert, Karten zu spielen, extra gegen diese Top 4 oder 5 Decks, einfach um überhaupt relevant zu sein oder einigermaßen eine Chance zu haben. Außerdem muss man sich dann eben auf diese Decks vorbereiten, obwohl es vielleicht auch gar nicht so viel Spaß macht, gegen diese Meta-Decks zu spielen. Da ist es vielleicht besser, auf Locals gegen andere Casual-Spieler zu spielen und einfach für Spaß zu spielen, oder? Aber bedenkt doch mal, dass der Wettkampf doch eigentlich was ziemlich Cooles ist. Wir werden halt ein bisschen in eine Richtung gezwungen, uns mit dem Spiel auseinanderzusetzen, zu trainieren, die Regeln zu lesen und dann eben einfach ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel zu sammeln und einfach besser zu werden. Das macht Yu-Gi-Oh! Eigentlich automatisch mit uns, wenn wir uns dafür interessieren. Das ist bei jedem Hobby so, dass wenn es uns Spaß macht, dann lernen wir auch gerne dazu und bleiben nicht bei unseren alten Decks. Grundsätzlich bleibt man nur am Spiel, wenn man eben die Decks auch rotiert und variiert und dann eben auch sich an das Meta anpasst und da eben auch aktuell bleibt und nicht einfach in so einer Zeit vor 5 Jahren drin bleibt, wo einfach niemand mehr ist. Dann wird man normalerweise auch nicht gewinnen, und wenn man nicht mehr gewinnt, dann wird man auch zwangsläufig mit dem Spiel aufhören. Keiner kann mir erzählen, dass wenn man nur verliert, dass das Spiel dann noch Spaß macht. Bei dieser Art von Spielen ist es eben wichtig, auch mal zu gewinnen. Und das geht halt nicht nur mit diesen Lieblingskarten, die man sich ausgewählt hat, sondern mit Kombos. Das ist jetzt gerade heutzutage wichtig, schnell irgendwelche Kombos durchzuführen und eben die starken Monster aufs Feld zu bringen, auch wenn sie einem nicht gefallen. Weil sie einfach nur dazu da sind, um ans Ziel zu kommen, zu gewinnen.
Und ja, Metaspieler werden sowas verstehen, die werden immer das beste Deck spielen und müssen sich auch immer das beste Deck ranholen. Die haben so eine Oldschool-Karte normalerweise eben als Lieblingskarte und spielen die natürlich nicht. Das ist normal. Das ist, ja, das ist beim großen Teil der Spieler so. Aber ist es nicht cooler, seine eigene Lieblingskarte zu spielen und dem Wettkampf fernzubleiben? Ist es nicht irgendwie besser, sein eigenes Deck zu spielen gegen andere Casual-Spieler, ohne Druck zu gewinnen, einfach für Spaß und Zeit mit den Spielern, mit den Freunden zu verbringen und Yu-Gi-Oh! Zu spielen oder jedes beliebige andere Hobby, wo es einen Wettkampf gibt. So lernt man auch ein besserer Verlierer zu sein und bevor man eben ja, im Wettkampf, beim Turnier eben verliert und dann einfach frustriert nach Hause geht und ja, dann vielleicht aufhört mit dem Spiel. Was meint ihr dazu? Ist es besser, Turniere zu spielen und mit diesem Druck ja, zu arbeiten, immer wieder die neuen Decks zu spielen und irgendwie immer die Chance auch zu haben, etwas Cooles zu gewinnen, Booster Packs, Spielmatten und so weiter? Oder ist es besser, einfach ja, bei euren Locals zu spielen, gegen eure Freunde und so weiter, für nichts, einfach nur ja, um das Deck zu testen oder eben die Karten zu spielen, die man gerne hat? Schreibt eure Antwort mal in die Kommentare, das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und ja, das war's von meiner ersten Diskussion nach dem Kanal-Update und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, hier sind auch die Kommentare sehr wichtig und freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und ja, bis dann.